Mensch, Nico, warum hast du mir nicht früher gesagt, dass es jetzt schon da ist? Wir haben es gerade eben hochgetragen, es ist gerade angekommen, das New Ride Hybrid SL625 Allroad 29 Zoll Modellvariante 2021. Und das ist ein Fahrrad, das ist wirklich ein Gamechanger für das Jahr 2021, denn man kennt das Tiefeinsteiger potthässlich normalerweise, ja, gar nicht sportlich, was für alte Leute und so weiter, und das ist genau das Gegenteil. Das ist quasi die Quadratur des Kreises, statt einem Rollator jetzt ein Tiefeinsteiger, der nett aussieht, ja, habe ich das gut gesagt? Einwandfrei, also muss ich immer wieder sagen, du lässt dir immer was einfallen. Aber ist doch wirklich wahr. Tiefeinsteiger heißt ja normalerweise, ich bin mindestens mal 73, ja, komm sowieso nicht mehr, oder ich wohne in irgendeiner Großstadt. Ja, aber ich sag mal, auf so einem Pfad, dann noch auf einem Gelände, mit dem Tiefeinsteiger, ja, da fassen sich die Leute an den Kopf und sagen, Mensch, Opa, geh doch nach Haus, was hast du denn mit dem Tiefeinsteiger hier verloren? Aber nein, Cube hat aufgeräumt, hat die Hausaufgaben gemacht und hat ein Mountainbike als Tiefeinsteiger produziert, womit du durch Flur und Feld fahren kannst, überall, was fast genauso stabil ist wie eins mit Oberrohr, absolut sich toll fahren lässt. Und du mir ruhig mal hättest früher sagen können, dass es heute da ist. Denn das Fahrrad ist eine Sensation, oder? Ja, also New Ride, wie du schon sagst, gestartet im Modelljahr 2020, jetzt sind wir in 21, heißt also, wir gehen ins zweite Jahr mit diesem Modell. Die Palette oder die Kollektion ist im Gesamten eigentlich ähnlich geblieben. Thema Tiefeinstieg spielt schon eine ganz große Rolle, aber Tiefeinstieg jetzt nicht vom Trekkingrad kommend, sondern vom Mountainbike. Das heißt, wir haben hier eine 29 Zoll Bereifung, also kein 28 Zoll, wie wir es beim Trekkingrad kennen. Den Schwalbe Smart Sam mit drauf, der so gesehen so die eierlegende Wollmilchsau natürlich halt auch ist, mit einer Art Mittelsteg und dem seitlichen Profil für wirklich auf Waldwege zu fahren. Ja, klar, es ist kein Downhiller oder ähnliches, also für die Bergab-Fraktion wird es jetzt nichts sein, aber wir haben ein sportives Rad mit einer sportlichen Optik und dennoch aber dem Faktor, ich hätte gerne einen tiefen Einstieg aus Sicherheitsgründen, aus Angst, aus wie auch immer. Und das vereint dieses Fahrrad eigentlich. Wir haben Komponenten, ob XT, ob Fox, ob stärkster Bosch-Motor, ob das neue Neon-Display. Hier bei dem Rad, bei dem SL, was jetzt wirklich die Top-Variante ist eigentlich alles drauf, was geht. Die ersten Räder haben wir jetzt erst bekommen. Wir haben Anfang Februar. Manch einer, der sich mit dem Rad schon angefreundet hat oder auf der Webseite angeschaut hat, wird jetzt sagen, da sind ja ganz andere Reifen drauf, sprich die Reifenflanke. Die ist nämlich laut Hersteller schwarz. Ausgeliefert wurde es jetzt aber in diesem Zustand. Du hast natürlich sofort zurückgeschickt und hast gesagt, die will ich nicht mehr haben. Also, im ersten Moment ist es mal gar nicht aufgefallen. Es ist erst aufgefallen, wie wir eine Auslieferung gemacht haben. Der Kunde gesagt hat, das ist aber eigentlich gar nicht so, wie es sein sollte. Da haben wir es natürlich auf Kundenwunsch auch mit schwarzen Reifen getauscht. Aber ich muss sagen, es sieht schon sehr, sehr schick aus mit diesen braunen Flanken. Das gefällt mir echt gut. Ja, also hebt sich wirklich ab nochmal. In schwarz sieht es nämlich wirklich ganz, ganz anders nochmal aus. Und dann sieht man mit wenig Elementen, wie viel sich ein Produkt verändern kann. Ich vergleiche es ja gerne auch mit dem Auto, ob du jetzt nur Stahlfelgen drauf hast oder schöne Aluminiumfelgen. So ist es hier eigentlich ähnlich. Und das New Ride, wie gesagt, geht es ins zweite Jahr. Die Stückzahlen, die im vergangenen Jahr schon produziert wurden von dem Rad, waren gigantisch. Die Nachfrage oder das Rad hat sich so schnell etabliert, dass wir wirklich sagen müssen, hier hat Cube einen ganz großen Wurf hingebracht, um wirklich dieses Sportliche mit dem Komfort zu vereinen. So, die Rahmengröße hier? Rahmengröße, ich kann es auf dem Preisschild sehen, ist jetzt ein 50 cm, sprich S. Es gibt das ist S? Die 29 Zoll, die machen. Wir haben im Endeffekt ja verschiedene Bezeichnungsmöglichkeiten. Wir können es in Zoll ausdrücken, wir können es in Zentimeter ausdrücken, wir können es aber auch in SML. Ich meine, es gibt es auch viel größer. Es gibt es auch größer, ja klar. Wir gehen von der Rahmengröße bis 58 hoch. Das heißt also, jemand, der über 1,90 ist, kann auch ein New Ride fahren. Das ist immer ein großes Manko bei Tiefeinstiegrahmen. Da endet so maximal bei 54, 52, irgendwas in dem Dreh. Und hier gehen wir sehr, sehr hoch von der Rahmenform und wir haben wirklich auch schon große Personen,
Kunden, die auf Rahmengröße 58 gehen und gerade diesen Tiefeinstieg auch gerne haben wollen, trotz dass sie so groß sind. Hier geht es wirklich um den Sicherheitsgedanken halt, einfach um ein besseres Gefühl zu haben. Wie auch immer die Thematik dort ist oder das Empfinden dort dazu, muss man einfach sagen, dass dieses Thema Tiefeinstieg in Mountainbike-Variante eine ganz große Rolle oder einen ganz großen Platz eingenommen hat. Was ziemlich krass ist die Optik hinten. Erinnert mich so ein bisschen an Harley. Also das Bremslicht geil integriert, winzig, aber sauhell, wenn du es mal kurz anmachst. Also zum einen Sorry, ich nehme es zurück, ich bin jetzt nicht so derb. Es ist ein wunderschönes Bremslicht. Nee, es bremst auch? Nee. Also, es ist folgendermaßen. Wir haben, das wurde jetzt komplett geändert. Acid ist ja eine Eigenmarke von Cube. Wir hatten ja letztes Jahr schon diese Schutzbleche im Portfolio und da war immer ein Rücklicht integriert von einem Zubehörlieferanten. Hier ist es jetzt so, alle Schutzbleche, die jetzt kommen, haben entweder einen Kunststoffeinsatz hier drin, das heißt, das Ganze ist blind und ich kann relativ per Klick dieses Rücklicht einsetzen, Das ist schon vormontiert. was sauber dann auch drin sitzt. Es gibt eine genaue Aufnahme, also entweder mache ich im Prinzip ein Kunststoffstück rein, wo ich dann nur ein reines Schutzblech habe, oder ich setze die Verbindung als Rücklicht. Das Rücklicht gibt es in verschiedenen Varianten mit 6 oder 12 Volt, je nachdem, was für einen Antrieb ich dann halt auch drin habe, oder auch für Nabendynamos. Das heißt, ich kann es halt auch nachrüsten. Das Kabel liegt schon. Das Kabel muss, oder bei den Allroad-Varianten, das hier ist ja ein Allroad. Allroad bedeutet, das Rad ist schon ausgestattet mit einem Ständer, mit dem Schutzblech und der Beleuchtungsanlage. Okay. Das heißt, ich darf es auch nachts fahren. Ja. Das Licht kommt aber jetzt mit dem Fahrrad, oder hast du das draufgeklickt? Nein, das Licht kommt, also wenn wir von einer Allroad-Variante sprechen, sprechen wir immer von diesen Komponenten Schutzblech, Beleuchtung und Ständer. Was ich jetzt noch machen kann, um es ähnlich wie ein Trekkingrad zu haben, noch einen Gepäckträger nachrüsten. Also viele sagen auch, Mensch, alles super, aber ich hätte gern schon noch einen Gepäckträger drauf. Geht. Geht, ist also kein Problem, ist passend vorgegeben. In dem Fall ist es dann halt auch so, der Gepäckträger ersetzt die Streben hier, weil dort, wo die Aufnahme der Streben ist, sitzt dann nachher genau der passende Gepäckträger und das wird dann hier drüber direkt mit dem Gepäckträger fixiert. Das heißt, das Schutzblech hält sich nicht über die Streben am Rahmen fest, sondern hält dann über den Gepäckträger. Also das Fahrrad gefällt mir immer besser, weil... Dann nimmst du es gleich mit. Jetzt hast du noch die Chance. Oh, ich weiß nicht. 4.000 Euro. Aber ich muss dazu sagen... Du kannst ja auch abarbeiten, wenn du willst. Nee, ich habe ja schon ein Fahrrad zu Hause stehen. Also muss ja auch dazu sagen, das Thema Tiefeinsteig ist für mich ein Thema, weil ich ganz klar sage, wenn ich Camping mache und so und dann bist du viel weiße Brötchen hin und her und rauf und runter und es ist ein tolles Citybike, also gar keine Frage. Aber ich muss das alte erstmal, weißt du, das steht ja da rum und das ist, muss ich dann nochmal reaktivieren. Fahrräder sind gefragt. So, ich zeig mal gerade Bosch Performance Line CX, der, ich sag mal, das stärkste Pferd im Stall. Ja, der stärkste Motor im Bosch-Portfolio. Auch hier wieder die Möglichkeit 75, 85 Newtonmeter. Das können wir oder stellen wir gerne auf Kundenwunsch ein, was er gerne hätte. Bei einem New Ride würde ich eigentlich eher nur auf 75 Newtonmeter gehen, um mehr Reichweite zu generieren, weil wir reden von einem Mountainbike-Motor und in dem Segment, finde ich, sind die 75 mehr als ausreichend. Was immer wieder Thema ist, wie ist denn so ein Akku verpackt? Du kannst, glaube ich, eher... Warte, ich komme mal hier. Auf der anderen Seite ist es einfacher. Wir haben hier die Covers mit dem sensationell guten Mechanismus. Jetzt, wo du es so anmoderierst, klappt es meistens nicht, aber es klappt. Ja, da bin ich mir immer ziemlich sicher, dass alles klappt. Das muss man wirklich sagen, ist sensationell gut gemacht. Achso, das Schloss ist spritzwassergeschützt. Ja, zum einen hast du den Vorteil, das Schloss ist direkt hier integriert. Du hast ja in der Regel eigentlich hier eine Bohrung, wo eine Öffnung drin ist. Ja, klar. Jetzt haben manche eine Gummilippe gemacht, aber du kennst es früher vom Autoschlüssel. Was war außenrum? Alles verkratzt. Und das entfällt hier eigentlich komplett. Also hier musst du schon ganz grob daneben liegen, um jetzt hier den Rahmen zu verkratzen. Aber es geht zum einen um den Spritzwasserschutz etc. Es ist schön integriert. Auch Thema, das ist wirklich was Hochwertiges. Also es ist jetzt sehr, sehr schwer zu beschreiben. Aber es ist auch vom Gewicht her. Das ist doch einfach nur Plastik. Was machst du denn das jetzt so? Nein, das ist ein Metall. Ne? Das ist Metall? Das ist Metall, genau. Also wir haben hier wirklich ein sehr stabiles. Normalerweise würde ich Plastik jetzt zusammendrücken. Ja.
Ne? Das ist Metall. Das ist Metall. Und es sind wirklich die kleinen Details. Hier haben wir eine schöne Gummilippe. Also im Automobil würde man sagen, okay, ist ja Standard. Ne? Aber im Fahrradbereich muss man wirklich sagen, ist das nicht unbedingt Standard. Es geht ja um die Suppe, die da reinläuft. Es regnet. Genau. Ich fahre durch den Es ist Wald. sauber geführt. Also ich brauche hier wirklich relativ wenig zu machen. Man sieht genau, wie die Gummilippen sich anpassen. Und der Mechanismus ist halt... Warte, jetzt. Bitte nochmal. Also wer unsere Filme verfolgt, der weiß, wie oft wir versucht haben, Akkus rein rauszumachen. Am Anfang, ich glaube, da hast du mich gebeten, bitte film das nicht mehr. Ich habe es jedes Mal mitgefilmt, wie ihr euch abgemüht habt. Aber das war ganz schwer und da haben sie echt viel gemacht, oder? Ja, es ist immer, je nachdem, wenn ein Rad komplett neu ist und das Cover noch nicht richtig eingestellt ist, ist es ein bisschen eine Fummelei. Wir haben ja durchaus viele Räder, die kommen quasi frisch aus dem Karton und es ist wichtig, dass wir sie abdrehen oder abfilmen und dann ist so ein Rad noch nicht 100% final fertig. Aber bei einem Cube nehmen wir das aus dem Karton und da muss ich nichts einstellen, machen oder tun. Komm, echt? Es ist wirklich sensationell gut. Und wenn man jetzt hier auch, wenn du wirklich mit der Kamera hier lang gehst, wie sauber diese Lippe dort ist, da ist kein Spaltmaß, da ist nichts, da komme ich vielleicht gerade so mit dem Fingernagel drunter, aber ansonsten ist das Ganze sauber verschlossen. Also, wenn demnächst bei irgendwelchen Antiquitätenhändlern solche Abdeckungen zu finden sind, ja, wir gerade beschrieben haben, wie wertvoll die sind, ja, dann wird wahrscheinlich demnächst ein Schloss da drauf sein. Das ist so. Wenn du mal gerade so lieb bist, das Schild mal gerade abnimmst. Ich zeige mal gerade ein kleines Detail. Akku 625 drin, also ja, der größte Akku, den es gibt. Und ich weiß gar nicht, ob wir es jetzt gesehen haben von der Bezeichnung her. Normalerweise, da steht es auch. PowerTube. So, genau. Auch hier kann ich einen zweiten Akku kaufen. Das heißt, also wenn ich immer schön im Turbo-Modus fahre, das werden wir gleich mal zeigen, dann kann ich den mir in den Rucksack stecken. Vielen kaufen ja auch direkt 2 Fahrräder, was ich auch sehr empfehlen kann, für Mann und Frau eins. Und da passt nämlich auch der Akku von der Frau dann beim Mann dann rein und der kann dann mit 2 Akkus auf Reisen gehen. Ja. Display, was ist denn das für ein Display? Ja, hier haben wir das krachneue Neon-Display oder in dem Sinn das neueste Display aus der Bosch-Familie. Das Neon ist ganz klar das Top-Produkt, das ist das größte Display. Wir haben unter anderem die klassischen Funktionalitäten, das was wir halt schon kennen mit den verschiedenen Modis, ob Eco, Tour, EMTB, Turbo, das ist gleich wie bei einem Purion oder anders halt auch. Man sieht aber zum einen natürlich hier schon das Farbdisplay, also das ist schon eine ganz andere Hausnummer. Gehen wir weiter, sage ich mal, die Funktionalitäten, die wir in sich dann noch haben. Warte mal Gott, ich muss einmal ganz kurz halten. Ich muss mal gerade hier meinen Schalter gerade ändern. Also, hier haben wir jede Menge Funktionalitäten im Untermenü. Da geht wirklich einiges. Wir haben die Thematik Navi, wir haben einen Touchscreen. Also der bedient sich dann halt auch darüber. Jetzt müsste es auch noch funktionieren. Ich muss sagen, ist es krachneu? Ja. Du musst wahrscheinlich einmal durchwischen. Jetzt geht's, ja. Genau. So, bediene das Display nicht während der Fahrt, kann zu Unfällen, schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Ah, okay, alles klar. Aber es geht normalerweise per Touch auch, oder? Ja, es geht per Touch. Hier siehst du es jetzt. Moment. Hat funktioniert. Da siehst du ja, dass ich das dann auch darüber bewegen kann. Und Handschuhe geht auch? Sofern der Handschuh die Möglichkeit dafür bietet, das ist ja... Also es gibt Handschuhe mit Touch? Genau, es gibt Handschuhe, da geht es ja um den Faden, der da drin sitzt, um das halt nutzen zu können. Aber du hast hier die Navigation und die ist im Gesamten schon wirklich sehr, sehr genau. Ne? Also das muss man schon ganz klar sagen. So, USB vorne dran? Ja, Lampenschalter. Also klar, wir können hier noch zusätzliche Geräte anschließen, wir können das Handy darüber laden. Wir haben den Lichtschalter direkt nebendran, um das ganze System ein- und auszuschalten. Grundsätzlich zum Neon haben wir halt eine ganz große Möglichkeit der Navigation. Also das ist wirklich mit das beste Navigationssystem, was wir so im Markt halt auch mit bieten, gerade im Falle jetzt auch mit Bosch. Und hier kann ich allein über die Möglichkeit bei Bosch so viele Veränderungen, Möglichkeiten, vorab Ziele oder Strecken eingeben. Das ist extrem umfangreich. Also darüber könnten wir ein reines Video alleine machen, machen wir das mit den Möglichkeiten, was alles zu dem Thema Neon. Das ist nicht so wie ein Purion, was in relativ 2-3 Minuten erklärt ist. Hier hast du schon eine ganz andere Möglichkeit oder Funktionalität auch in dem Untermenü schon, die da ganz anders ausschaut. Das Schöne ist, es gibt ja Apps,
Da sind so Gemeinschaften, da kann ich meine Fahrt einstellen, wenn mir die gut gefällt. Ich komme gerade nicht auf den Namen, eine ganz bekannte App, die jetzt gerade, glaube ich, von irgendeinem Hai übernommen wurde. Sehr bekannt, also dort können Mountainbiker Strecken erkunden, können die beschreiben, die kannst du eingeben und so weiter. Also das kann man dann runterladen. Aber das Coole bei dem Display ist einfach, wenn man so ein bisschen auf Technik steht und sagt, das gefällt mir, das ist ja auch Geschmackssache, dann habe ich hier ein wirklich tolles Display, transreflexiv. Also zumindest ist es so, wenn je mehr die Sonne drauf scheint, desto besser kann man es lesen, richtig? Ja, richtig, genau. Genau, das ist vielleicht auch noch ganz wichtig, also nicht vergleichbar mit irgendwas anderes. WLAN, okay. Das heißt also, ich kann mir die Fahrten dann per WLAN überspielen oder wie läuft das? Also hier ist schlussendlich die Möglichkeit, ja, von der Navigation, dass ich halt meine verschiedenen Daten auch dort drauf spiele. Und das geht über WLAN, sprich über das sichere Netzwerk ja deutlich einfacher oder generell über ein stärkeres Netzwerk deutlich einfacher wie jetzt über den klassischen Mobilfunk. Und hier geht es wirklich auch dazu, dass das System extrem viele Möglichkeiten halt auch bietet. Und das ist auch eine Geschichte, wo ich sage, das ist jetzt Wir machen das Video. Schnell erklärt. Wir machen da gern mal ein Video zu, um das mal zu erklären, wie die Funktionalität dazu ist. Genau, da können wir mal das vorbereiten. Ja. Ist das abnehmbar, das Display? Das ist abnehmbar. Abnehmbar, zeig mal. Die Verriegelung hier unten. Und so geht's. Weil das ist ja der Schieber. Es ist wahrscheinlich sehr gefragt, das Display. Ja, du kannst es natürlich auch direkt verschrauben von unten. Ne? Also das geht auch, dass du es dauerhaft halt einfach sicherst. Es gibt aber auch eine Erweiterung über die Bosch-Webseite, um das gesamte Rad halt auch nochmal zu sichern. Ne? Das ist eine extra Option, die Schloss oder was? Gekauft werden. Hier geht es einfach nur darum, dass das Rad nur in der Verbindung mit diesem Display halt funktioniert und nicht anders. Ach so, das ist an das Display gebunden. Genau, richtig. Also hier geht es einfach nur um das Fahrrad in dem Sinne abzusichern und dass jetzt keiner kommt, das Ding anmacht und losfährt. Ja? Okay, das heißt, dass er den Motor zumindest nicht, also die meisten, die ja solche Fahrräder klauen, tragen die ja nicht weg, sondern fahren die weg. Das Wenn ist ich jetzt mit dem Schloss festmache und das Display ist nicht gesichert, mache ich das Ding an und fahre damit weg. Und über diese zusätzliche Option sperre ich quasi das gesamte Fahrzeug und biete gar nicht erst die Möglichkeit rein, über an oder aus das System zu starten oder nochmal zu stoppen. Ja, schönes Detail, ein verstellbarer Vorbau, der ganz praktisch ist. Das heißt, ich kann es anpassen, adaptieren, wenn ich zum Beispiel etwas steiler sitzen möchte. Ist das richtig? Wir haben durchaus bei dem New Ride eine sehr komfortable Sitzposition. Ne? Der verstellbare Vorbau hier ist nochmal zusätzlich da, um einfach mehr Komfort oder für denjenigen, der sagt, ich hätte gerne aufrechte Sitzposition, übertrieben gesagt wie bei einem Hollandrad, ist hier durchaus denkbar. Aber ich kann es ja auch auf 0 Grad stellen und habe dann im Verhältnis eigentlich ein sehr sportliches Fahrrad. Also hier ist die Bandbreite auch nochmal relativ groß. Aber im Vergleich zu der Reaction-Serie, die klassischen Mountainbikes bei Cube, haben wir schon etwas deutlich mehr Komfort, weil wir ein kürzeres, in Anführungszeichen, wir haben ja kein Oberrohr, im Verhältnis halt haben. Ja, cool ist, die gefederte Sattelstütze ist dabei. Sie bietet eine deutliche Komfortverbesserung bei kleinen Unebenheiten und man kann sie sogar noch tauschen. Das heißt, man könnte sogar noch eine ferngesteuerte nachrüsten. Das könntest du anbieten. Ja klar, also in dem Sinn haben wir jetzt eine gefederte Stütze. Das, was du ansprichst, wäre eine absenkbare Stütze, die auch über den Rahmen zu verlegen ist dann. Auch das ist kein Problem. In dem Modell sehe ich aber ganz klar mir die gefederte Sattelstütze, weil sie deutlich mehr Komfort halt bietet oder für diesen Fahrer von Fahrrad. Genau, wenn du das mal kurz zeigst, also dass man mal sieht. Das heißt, ich sitze drauf und da drin ist wahrscheinlich ein Gasdruckdämpfer oder irgendwas. In dem Fall ist es eine Stahlfederstütze, die rein über das Körpergewicht halt arbeitet. Jetzt muss man dazu sagen, du brauchst da schon ein bisschen Gewicht, denn die soll ja auch nicht gleich durchschlagen. Genau. Ja. Wenn du mal gerade ein bisschen wackelst. Also die ist relativ stramm. Ja. Ja, aber trotzdem, das macht sich bemerkbar. Das heißt, wenn du irgendwo drüber fährst, die federt mit. Und genau. Die harten Schläge, die man so kennt, gerade bei so Hardtails, sind dann weg. Also genau. Die werden prima abgefedert. Genau, es geht hier rein über das Körpergewicht, wo der Komfort einfach entsteht. Wir haben in verschiedenen Videos ja auch die Bei-Schulz-Sattelstütze noch gezeigt gehabt, die wirklich ja im Verhältnis nochmal hochwertiger ist, muss man ganz klar sagen. Und ja gut, man kann die immer noch nachrüsten. Also man kann die noch nachrüsten, aber das ist jetzt, sage ich mal, ein vernünftiges Produkt, die aber durchaus noch ausbaufähig ist. Aber für dieses Rad, für dieses Preisgefüge, für das, was das Rad alles hat und kann, also XT-Gruppe, Fox-Gabel, starker Motor, Bosch Performance CX,
großer Intube-Akku mit 625 Wattstunden. Coole Optik. Neue Neon-Display, ja. Coole Optik. Und ja, wir reden über viel Geld, sprich knapp 4.000 €, aber das muss man sich erstmal irgendwo anders finden oder muss man erstmal woanders finden bei anderen Wettbewerbern. So, cool. Ja, wenn du mal eine Runde fährst, ich weiß, das Fahrrad ist zu klein, aber nur, dass man einfach mal sieht, das ist Nico auf einem Mountain-Tiefeinsteiger. Es ist wirklich zu klein, das Fahrrad. Aber das ist zumindest so klein, dass die Polizei dich in Hamburg festnehmen würde, ja, weil sagen würde, das kann ja nicht Ihr Fahrrad sein. Aber Spaß beiseite, verschiedene Rahmengrößen gibt es. Ich habe unglaublich viele Möglichkeiten der Erweiterung, weil ganz viele Aufnahmeeinrichtungen bereits im Fahrrad eingebaut sind. Fängt an, hier vorne ein Schlosshalter oder hier Flaschenhalter mit drin. Da passt auch ein ganz tolles Schloss mit rein, was ich unbedingt empfehlen würde. Und ja, eine tolle Lichtanlage. Was ist hier verbaut? Wir haben hier, also hinten haben wir schon gezeigt, ist die Acid-Leuchtanlage drin und ansonsten haben wir hier vorne eine RFR-Lampe, das ist also auch eine eigene Lampe von Cube. Wie hell sie ist, kann ich jetzt gerade gar nicht sagen, das weiß ich gar nicht aus dem Kopf, aber auch wirklich sehr, sehr hochwertig gemacht. Also prima. Und wichtig ist XT Bremsanlage, XT Schaltgruppe, Fox, du hast es schon erwähnt, ja, also wirklich vom Feinsten 3.999 €, solange der Vorrat reicht, muss man sagen, immer bitte schön auf die Webseite schauen, recycle.de, da bist du wirklich aktuell. Das heißt, also man kann sich schon darauf verlassen, das, was da steht, ist auch verfügbar. Ja. Wenn nicht gerade, es passiert ganz selten, aber lass mir erzählen, es passiert schon mal, Kunde kauft in dem Moment Cash, hat bezahlt und dann kauft es der Kunde und dann, ich glaube, dass der Vorgang, wenn das bezahlt wird, ist schon das Ausbuchen vom Fahrrad, oder? Ja, es geht in diesen Vorgang über, aber es gibt mal diesen Moment, wo es fast zeitgleich ist. Das ist jetzt gerade bei Modellen, die so gefragt sind und wir vielleicht nur ein Stück ans Lager kriegen, wir eigentlich schon ganz klar wissen, da geht jetzt quasi der Kampf los, weil sonst im Markt dieses Produkt nicht verfügbar ist. Sehr schön. Recycle, zeig mal bitte. Das ist der Name des Unternehmens. Wir sind in St. Wendel, das liegt im nördlichen Saarland, ein sehr waldiges Gebiet, optimal zum Mountainbike-Fahren. Es ist hier nicht ganz eben und da ist natürlich die Stärke des Mountainbikes ganz klar, egal wie bergig es ist, wie es rauf und runter geht, ich strenge mich immer gleich an. Das ist das Schöne und das macht, glaube ich, auch so ein bisschen aus. Früher haben wir uns viel mehr unterhalten. Früher, weißt du, nur kurz nach dem Krieg, als wir die ersten Fahrradvideos gedreht haben, haben wir uns unterhalten über das Thema Spaß beim Fahrradfahren, was der Motor bringt. Da haben wir uns noch drüber unterhalten, dass Leute gesagt haben, ach, einen Motor brauche ich nicht, ich bin noch fit. Gefahren sind sie aber nicht. Aber Leute, die E-Bikes haben, die fahren, oder? Ja, die fahren, also keine Frage. Das muss man wirklich so sagen, weil das größte Hindernis, egal bei welchem Sport, ist ja die Kondition. Und wenn ich schwimmen gehe und schwimme 2 Bahnen und die Lunge hängt mir schon raus, dann höre ich einfach auf und dann macht es keinen Spaß mehr. Und die Freude ist enorm. Ich segle durch den Wald durch, störe keinen. Der Motor ist extrem leise, der Bosch Performance Line CX, muss man sagen. Da gab es schon mal lautere. Und ja, man muss es einfach live erlegen. Ansonsten den Nachbarn fragen. Das ist ja aber hier, Hut ab, Nico, hat Cube was ganz Tolles gemacht, nämlich ja, die Quadratur des Kreises, so habe ich es am Anfang genannt, ein quasi Tiefeinstieg Mountain Hardtail. Ja, und das im Modelljahr 2021. Ja, vielen Dank, Nico Ockenfels. Einmal in St. Wendel, einmal in Riegelsberg. Und wenn nicht gerade geschlossen ist wegen besonderer Ereignisse, Sie wissen, was ich meine, dann habt ihr normalerweise geöffnet hier von? Ja, montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr. So, ihr könnt aber jetzt schon ins Internet gehen, könnt online bestellen. Kann man auch sehr empfehlen. Wer also Lust hat an dem Fahrrad, kann auch die Rahmengrößen sehen, kann es direkt ordern und kann sogar es hier abholen, entweder in St. Wendel oder in Riegelsberg. Das kann man angeben oder sich einfach schicken lassen. Tschüss, Nico. Ciao, Sven.